Hallo, schön, dass du zuhörst. Wenn du diesen Podcast anhörst, trainierst du gerade dein Deutsch. Du verstehst vielleicht nicht jedes Wort, das ist okay. Bleib einfach dran. Mit jeder Minute wirst du besser in Deutsch. Heute geht es um ein Gefühl, das viele Deutschlernende kennen, aber worüber kaum jemand spricht. Scham beim Deutschsprechen. Die Scham, Fehler zu machen. Die Scham, mit Akzent zu sprechen. Die Scham, langsam zu sprechen. Kennst du dieses Gefühl? Fühlst du dich manchmal unsicher, wenn du Deutsch sprichst? Dann ist diese Folge für dich. Wir zeigen dir, dass du dich nicht schämen musst und wie du mutiger sprechen kannst. Bleib dran! Guten Tag, liebe Hörerinnen und Hörer und willkommen zu Deutsch sprechen ohne Schämen bei German for Beginners. Ich bin Frank und bei mir im Studio ist wie immer Lena. Hallo Lena. Hallo Frank. Hallo auch von mir an alle, die zuhören. Ich freue mich, wieder hier zu sein. Dieses Thema ist mir sehr wichtig, denn viele Menschen fühlen Scham beim Sprechen. Bevor wir richtig einsteigen, möchte ich etwas Persönliches erzählen. Lena, wusstest du, dass ich in der Schule sehr schüchtern war beim Englischsprechen? Wirklich? Nein, das wusste ich nicht. Erzähl mal. Also, in der 9. Klasse hatten wir Englischunterricht. Mein Englisch war eigentlich okay, aber ich hatte einen starken deutschen Akzent. Immer wenn ich etwas sagen sollte, hatte ich Angst und habe mich geschämt. Einmal hat der Lehrer mich etwas auf Englisch gefragt. Meine Stimme war ganz leise. Ich habe falsch antwortet. Und weißt du, was passiert ist? Einige Mitschüler haben gelacht. Oh nein. Und wie hast du dich gefühlt? Ich wurde knallrot im Gesicht. Ich wollte am liebsten im Boden versinken. Ich habe mich so sehr geschämt. Danach habe ich wochenlang kaum noch im Unterricht gesprochen. Ich hatte Angst vor noch mehr Scham. Das kann ich gut verstehen, Frank. Sowas tut weh. Und leider kennen viele dieses Gefühl. Ich kenne es auch aus meiner Erfahrung beim Französischlernen. Man fühlt sich unsicher und klein. Genau. Aber jetzt frage ich mich, warum schämen wir uns eigentlich beim Sprechen? Warum passiert das? Scham beim Sprechen kommt von unserer Angst vor Fehlern und vor der Meinung anderer. Wir wollen alles richtig machen. Wenn wir Deutsch sprechen, zeigen wir uns selbst. Unsere Stimme, unser Gesicht, unseren Akzent. Wir haben Angst, dass andere uns bewerten oder auslachen. Und wenn wir dann einen Fehler machen, fühlt es sich schlimm an. Ja, man denkt vielleicht, jetzt denken alle, ich bin dumm. Genau. In unserem Kopf hören wir manchmal eine Stimme, die sagt, das war falsch, das war peinlich. Alle finden mich komisch. Diese Gedanken machen uns unsicher. Wir glauben, wir seien das Problem, dass mit uns etwas nicht stimmt, weil wir nicht perfekt sprechen. Dabei stimmt das gar nicht, oder? Nein, überhaupt nicht. Scham ist menschlich, aber sie ist nicht hilfreich. Sie soll uns vielleicht schützen, vor Kritik oder vor einem schlechten Gefühl. Aber am Ende macht Scham uns still. Wir trauen uns nicht mehr zu sprechen. Wir verstecken uns. So können wir nicht besser werden. Das heißt, wenn man sich schämt und dann nicht spricht, lernt man weniger. Dann wird die Scham noch größer und man spricht noch weniger. Ein Teufelskreis. Genau, das ist ein Kreislauf. Je mehr du dich schämst, desto weniger sprichst du und desto mehr schämst du dich beim nächsten Mal wieder. Es ist schwierig, da allein herauszukommen. Ist denn diese Scham beim Sprechen normal? Ja, absolut. Scham ist ganz normal. Viele Leute haben dieses Gefühl. Du bist wirklich nicht allein damit. Wichtig ist, auch wenn es normal ist, es hilft dir nicht. Scham bringt dich nicht weiter mit der Sprache. Stimmt, wir müssen also lernen, ohne Scham zu sprechen oder zumindest trotz Scham zu sprechen. Genau, trotz Scham mutig sprechen, das kann man üben. Zuerst muss man verstehen, Fehler machen ist kein Grund, sich zu schämen. Jeder macht Fehler beim Lernen. Fehler sind sogar etwas Gutes, weil du daraus lernst. Eigentlich solltest du stolz sein, wenn du einen Fehler machst und daraus etwas Neues lernst. Das ist ein guter Punkt. Viele denken ja, ein Fehler ist etwas Schlechtes. Eben, aber stell dir vor, du sprichst und machst einen Fehler. Du sagst zum Beispiel, ich gehe gestern ins Kino. Vielleicht lacht niemand, vielleicht korrigiert dich jemand freundlich. Du bist gestern ins Kino gegangen. Dann weißt du es fürs nächste Mal besser. Du hast etwas gelernt, weil du dich getraut hast zu reden. Hättest du aus Scham geschwiegen, hättest du nichts gelernt. Richtig, man sollte sich also nicht für Fehler schämen, sondern sie als Teil vom Lernen sehen. Genau. Denk immer daran, ein Fehler ist kein Zeichen von Dummheit, sondern ein Zeichen von Mut. Du hattest den Mut zu sprechen
Das ist etwas Positives. Ein anderes Thema, das viele verunsichert: Akzent. Viele schämen sich für ihren Akzent, oder? Ja, sehr viele. Sie denken, ihr Akzent klingt schlecht. Oder sie glauben, sie müssen wie eine Muttersprachlerin klingen. Aber das stimmt nicht. Ein Akzent ist völlig normal. Jeder Mensch hat irgendeinen Akzent. Selbst Deutsche, je nach Region, haben unterschiedliche Akzente oder Dialekte. Dein Akzent zeigt, dass du mehrere Sprachen sprichst. Das ist doch toll. Stimmt, man kann auch stolz auf seinen Akzent sein. Er ist ein Teil von dir. Richtig. Solange man dich versteht, ist dein Akzent kein Problem. Viele Deutsche finden einen ausländischen Akzent sogar interessant oder süß. Du musst dich dafür nicht schämen. Im Gegenteil, sei stolz, dass du ihre Sprache lernst. Und was ist mit den Pausen oder dem langsamen Sprechen? Manche schämen sich, weil sie nach Worten suchen müssen und nicht so fließend reden. Auch da, mach dir keine Sorgen. Langsam sprechen ist okay, Pausen sind normal. Denke daran, auch deutsche Muttersprachler machen Pausen, wenn sie überlegen. Es ist nicht peinlich, kurz nachzudenken. Wenn du ein Wort nicht weißt oder einen Moment brauchst, kannst du zum Beispiel einfach sagen, einen Moment bitte. Oder ich muss kurz überlegen. Damit zeigst du dem Gegenüber, dass du nachdenkst. Das ist völlig in Ordnung. Ein guter Tipp. So fühlt man sich nicht so unter Druck in der Pause. Genau. Du kannst dir solche kleinen Hilfssätze merken. Sie helfen dir, ruhig zu bleiben, anstatt dich zu schämen. Lena, hast du vielleicht eine Geschichte von jemandem, der seine Scham überwunden hat? Ein positives Beispiel. Ja, da fällt mir sofort jemand ein. In meinem letzten Deutschkurs war eine junge Frau. Ich nenne sie mal Anna. Anna kam aus Russland. Am Anfang war sie sehr still. Sie hat fast nie Deutsch gesprochen im Kurs, weil sie Angst hatte, Fehler zu machen. Sie schämte sich für ihr Deutsch und für ihren Akzent. Monatelang hat Anna nur zugehört und genickt. Wenn der Lehrer sie etwas gefragt hat, wurde sie rot und hat manchmal gar nicht geantwortet, weil sie sich so unwohl fühlte. Dann ist etwas passiert. Wir haben in der Klasse darüber gesprochen, dass alle Angst vor Fehlern haben. Plötzlich hat eine andere Schülerin offen gesagt, ich habe auch Angst, ich mache viele Fehler. Mehrere in der Gruppe haben genickt. Sogar der Lehrer hat gesagt, mir ging es früher genauso beim Sprachenlernen. Anna hat gemerkt, sie ist nicht allein. Alle im Raum hatten ähnliche Gefühle. Das war wie eine Befreiung für sie. Sie hat an diesem Tag zum ersten Mal laut auf Deutsch gesprochen. Mit zitternder Stimme, aber sie hat gesprochen. Und weißt du was? Niemand hat gelacht. Alle haben sie angelächelt und ermutigt. Ab da wurde es jede Woche besser. Anna hat sich immer weniger geschämt. Sie hat gemerkt, dass nichts Schlimmes passiert, wenn sie Fehler macht. Im Gegenteil, die anderen haben ihr geholfen. Jetzt, ein paar Monate später, meldet Anna sich oft. Sie spricht frei und sogar mit Freude. Ihre Scham ist fast weg, weil sie so viel positive Erfahrung beim Sprechen gesammelt hat. Wow, das ist wirklich eine schöne Geschichte. Es zeigt, man kann die Scham verlieren, wenn man sich Schritt für Schritt traut. Ja, Mut kommt mit der Übung. Noch ein Beispiel. Ein guter Freund von mir, Miguel, war am Anfang sehr unsicher wegen seines deutschen Akzents. Er hat sich für seine Aussprache geschämt und dachte, alle hören nur seinen Akzent. Aber er hat trotzdem immer wieder gesprochen, egal mit wem. Seine Kollegen hier in Deutschland waren geduldig. Sie haben ihm sogar gesagt, dass sie es bewundern, wie gut er schon Deutsch kann. Sie haben nie etwas Negatives über seinen Akzent gesagt. Im Gegenteil, sie haben gesagt, dein Akzent zeigt, dass du mehrere Sprachen kannst. Wie cool! Diese Unterstützung hat Miguel sehr geholfen. Heute erzählt er Witze auf Deutsch und lässt sich von kleinen Fehlern überhaupt nicht mehr verunsichern. Das klingt toll. Wir sehen also, Übung und Unterstützung können die Scham wirklich verringern. Genau, man muss sich die richtigen Strategien suchen und dranbleiben. Was würdest du sagen, wie können unsere Hörerinnen und Hörer lernen, ohne Scham Deutsch zu sprechen? Hast du ein paar praktische Tipps? Ja, sehr gerne. Hier sind einige Tipps, die wirklich helfen. Tipp 1. Übe in einer sicheren Umgebung. Zum Beispiel zu Hause, wenn du alleine bist. Sprich laut mit dir selbst. Lies einen einfachen Text laut vor. Oder stell dich vor den Spiegel und erzähle etwas auf Deutsch. So gewöhnst du dich an deine eigene deutsche Stimme, ohne Angst vor anderen. Du wirst merken, deine Stimme klingt gar nicht so schlimm und mit der Zeit fühlst du dich wohler. Tipp 2. Finde einen Übungspartnerin. Gemeinsam fällt vieles leichter. Such dir jemanden, der auch Deutsch lernt oder einen geduldigen deutschen Freund.
Ihr könnt euch verabreden, Deutsch zu reden, ohne Druck, nur zum Üben. Wenn beide Fehler machen dürfen und darüber lachen können, verschwindet die Scham schnell. Zusammen könnt ihr euch motivieren und euch gegenseitig Mut machen. Tipp 3. Bereite häufige Sätze vor. Überlege dir ein paar Sätze, die du oft brauchst und lerne sie auswendig. Dann fühlst du dich sicherer, wenn die Situation kommt. Zum Beispiel im Café: Ich hätte gern einen Kaffee bitte. Oder beim Kennenlernen: Ich komme aus und lerne Deutsch. Wenn du solche Standardsätze parat hast, startest du Gespräche ohne viel Angst. Tipp 4. Lerne kleine Hilfssätze für schwierige Momente. Diese Sätze sind wie ein Werkzeug, wenn du hängen bleibst oder nervös wirst. Zum Beispiel könntest du sagen: Entschuldigung, ich spreche noch nicht so gut Deutsch. Können Sie bitte etwas langsamer sprechen? Können Sie das bitte noch einmal sagen? Einen Moment bitte. Solche Sätze kannst du immer verwenden, wenn du nicht weiter weißt. Sie geben dir Zeit zum Nachdenken und zeigen dem anderen, dass du noch lernst. Die meisten Menschen reagieren darauf freundlich und geduldig. Tipp 5. Hab Spaß an der Sprache. Das klingt vielleicht komisch, aber es hilft wirklich. Mach Deutschsprechen zu etwas Positivem. Du kannst zum Beispiel ein deutsches Lied mitsingen, laut und ohne Scham. Oder sprich mit deinem Haustier auf Deutsch, wenn niemand zuhört. Je mehr Freude du beim Üben hast, desto weniger Platz hat die Scham. Wenn du lachst, auch über deine eigenen Fehler, verliert die Scham ihre Kraft. Danke, Lena. Das sind tolle Tipps. Ich glaube, viele Zuhörer werden davon profitieren. Man merkt, es gibt wirklich konkrete Dinge, die man tun kann, um die Scham zu überwinden. Auf jeden Fall. Wichtig ist, nicht aufgeben und sich selbst nicht schlecht machen. Sei freundlich zu dir selbst. Sprich mit dir so, wie du mit einem guten Freund sprechen würdest. Ermutigend und positiv. Sehr guter Hinweis. Jetzt zum Abschluss fassen wir unsere wichtigsten Punkte noch einmal zusammen. Lena, welche 4 Dinge sollen unsere HörerInnen aus dieser Folge mitnehmen? Gerne. Hier die Takeaways. Erstens: Scham ist menschlich, aber nicht hilfreich. Es ist normal, sich zu schämen, aber du bist damit nicht allein und vor allem musst du dich nicht schämen, Deutsch zu sprechen. Du bist dabei, etwas Neues zu lernen. Das ist etwas Positives. Kein Grund für Scham. Zweitens: Dein Akzent und deine Pausen sind okay. Sprich ruhig mit Akzent und mach Pausen, wenn du sie brauchst. Wichtig ist, dass du sprichst. Verständigung zählt mehr als Perfektion. Hab keine Angst vor deinem Akzent. Er ist ein Teil von dir und zeigt deine Sprachfähigkeit. Drittens: Je mehr du sprichst, desto leichter wird es. Überwinde die Scham in kleinen Schritten. Jede kleine Gesprächssituation, ein Satz im Alltag, eine Frage im Geschäft hilft dir, sicherer zu werden. Übung macht dich mutiger. Mit der Zeit wirst du merken, dass du immer weniger nervös oder beschämt bist. Viertens: Fehler gleich Mut, nicht Schwäche. Jeder Fehler, den du machst, beweist, dass du dich etwas traust. Fehler sind kein Zeichen, dass du schlecht bist. Sie sind ein Zeichen von Mut und der Schlüssel zum Lernen. Hab also keine Scham vor Fehlern, sondern sieh sie als Schritt nach vorn. Das fasst es perfekt zusammen. Danke, Lena. Bevor wir Schluss machen, haben wir wie immer noch eine kleine Aufgabe für euch. Ja, deine Aufgabe lautet: Trau dich in den nächsten Tagen zu sprechen. Versuche einmal bewusst, trotz deiner Scham, Deutsch zu sprechen. Such dir eine Situation aus. Zum Beispiel im Supermarkt, an der Kasse im Café oder mit einem Kollegen. Sag mindestens 1 oder 2 Sätze auf Deutsch, auch wenn du nervös bist. Zum Beispiel könntest du im Laden fragen: Entschuldigung, wo finde ich Milch? Oder einem Nachbarn etwas auf Deutsch erzählen. Wichtig ist, mach es einfach. Sprich Deutsch, ohne zu viel nachzudenken. Wenn du das gemacht hast, schau, wie du dich fühlst. Und wenn du möchtest, schreib uns danach gerne in die Kommentare, was du gesagt hast und wie es gelaufen ist. Schreib zum Beispiel: Ich habe meiner Nachbarin guten Tag gesagt und 2 Sätze über das Wetter gesprochen. Wir würden uns freuen, zu lesen, wie es euch ergangen ist. Tolle Aufgabe. Ich bin gespannt auf eure Erfahrungen. Lena, vielen Dank für das Gespräch und deine hilfreichen Worte. Danke dir, Frank, und danke an euch alle, die ihr heute zuhört. Denkt daran,
Ihr müsst euch nicht schämen. Habt Mut und habt Spaß beim Deutschsprechen. Seid stolz auf euch, ihr lernt eine neue Sprache und das ist großartig. Auch von mir ein großes Dankeschön an alle ZuhörerInnen. Ihr macht das super. Bleibt dran, bis zum nächsten Mal, bleibt mutig und viel Erfolg beim Deutschsprechen.